In diesem Video erzähle ich eine kulturelle Geschichte unter dem Titel Auf dem Brockfelsen. Los geht's! Vor langer Zeit lebte ein wunderschönes Mädchen einsam auf einem Berg oben. Der Berg wurde Brockfelsen genannt und das Mädchen hieß Marianne. Marianne hatte eine bezaubernde Stimme und immer wenn sie sang, wurden alle Menschen, die ihren Gesang hörten, bezaubert, und sie blieben einfach stehen, wie in der Zeit eingefroren. Alles wäre einfach wunderbar gewesen, aber auch die Piloten wurden von ihrem Gesang bezaubert, so sehr bezaubert, dass sie mit ihren Flugzeugen nicht mehr richtig fliegen konnten. Es passierte sogar mehrmals, dass die Piloten mit ihren Flugzeugen, unter anderem auch Passagierflugzeugen, in die Felsenwand hineingeflogen sind. Dabei starben viele Menschen. Leider eine Tragödie. Das sinnlose Sterben dieser Menschen machte das schöne Mädchen traurig. Sie war komplett verzweifelt, denn es waren nämlich die Piloten und die Passagiere, die der ganzen Welt von dem wunderbaren Gesang des Mädchens erzählen hätten können. Na ja, so ganz selbstlos beziehungsweise einfühlsam war dieses Mädchen auch wieder nicht, oder? Der Sohn des Grafen Siegfrieds von Luxemburg hörte auch einiges über das talentierte Mädchen. Ihm wurde darüber berichtet, wie bezaubernd sie war, wie magisch ihr Gesang war, wie reizend ihre Stimme war und auch wie golden ihre Haare waren. Jedoch wurde ihm auch langsam klar, wie viel Leid sie mit sich brachte und wie viele Menschen wegen ihres Gesangs gestorben sind oder waren, als sie einfach am Bruchfelsen vorbeifliegen wollten. So schwor der Sohn des Grafen Siegfrieds von Luxemburg dann, dass er dem ganzen Wahnsinn mit dem Gesang ein Ende setzen würde. Er war auch ein Mann seines Wortes. Und so machte er sich dann auch schon bald auf den Weg zum Brockfelsen, wo das schöne singende Mädchen einsam wohnte. Er stieg in den Flugzeug, in seinem Privatflugzeug, und er flog los. Er flog los. Als er nicht weit vom Felsen entfernt war, war er auch schon von dem wundervollen Gesang gefesselt. Er wurde genauso wie alle anderen bezaubert und konnte mit seinem Flugzeug nicht mehr richtig fliegen. Er prallte in den Burgfelsen hinein und wurde nie wieder gesehen. Tja, wer hätte sich das denken können? Wer hätte sich das gedacht? Als der Graf Siegfried selbst über den sinnlosen Tod seines Sohnes erfuhr, wurde er ganz böse, ganz wütend natürlich. Er gab seinem allerbesten Privatdetektiv den Auftrag, ihm das Mädchen zu bringen. Der Privatdetektiv schaffte es auch, bis ganz nach oben auf dem Brockfelsen zu klettern. Und als er endlich dort angekommen war,
sah er dann auch das hübscheste Mädchen, das er jemals gesehen hatte. »Was suchst du hier?« fragte das Mädchen den Privatdetektiv. »Dich suche ich«, antwortete er ganz schroff drauf. »Du bringst nur Unglück. Mach uns allen ein Gefallen und springe einfach den Felsen runter und stirb, du böse Hexe.« Schon hart, oder? Darauf lachte das Mädchen nur und sprach ein Zauberwort aus. Ein Zauberspruch, besser gesagt, ein Zauberspruch. »Felsen, o Felsen mein, du solltest jetzt zerbrochen sein!« Und kaum hatte das Mädchen den Zauberspruch ausgesprochen, spaltete sich der Felsen in zwei. Wunder geschah. Der Privatdetektiv war ganz baff. Er war ganz verblüfft. Sekunden später wurde das Mädchen auch tief in einen Abgrund hineingezogen. Und das Mädchen war spurlos verschwunden, wie vom Erdboden verschluckt. Und das Mädchen wurde nie wieder gesehen. Nie wieder flog ein Flugzeug in den Bruchfelsen hinein. Etwas Positives. Also hin und wieder gibt's doch ein glückliches Ende, oder? Dankeschön fürs Zuhören. Auf Wiedersehen.